Wir machen alles selber, gell? Ja, aber nicht in der Küche, die ist so hässlich. Na, oh ja, das ist schon, das ist gut, das ist authentisch. Ja, wir müssen ja alles selber machen, aus Kostengründen. Und zum Beispiel die Brote, hier, die mache ich also hier. Das sind unsere berühmten Aufstrichbrote mit Paprika. Dekoration ist sehr wichtig, wenn es auch nur Gemüse ist. Und ja, je nachdem wie viele Zuschauer kommen, dann bereite ich es halt schon vorher vor. Und wenn eine größere Gruppe kommt, heute ist es so, heute kommt eine sehr große Gruppe, rufe ich vorher an und frage ich, ob sie voraussichtlich welche essen wollen oder nicht. Kann man schon anrufen, warum nicht, mache ich halt. Und ja, wenn man nämlich zu viele hat, ist es blöd, dann muss man es wegschmeißen, oder wenn man zu wenig hat, das ist ganz schlimm, weil dann kommt es unweigerlich zum Transpirieren. Das mag ich überhaupt nicht. Nein, das ist schlimm, weil es ist ja sowieso so viel Stress vor der Vorstellung. Noch niemand draußen ist. Ach so? Was erzählst du da schon wieder? Nichts, über unsere Brote. Sehr interessant. Das hat schon wieder einer draußen hingemacht. Was? Schon wieder? Ja, ich meine, die sieht, dass ich da stehe und lässt den voll hinbrunzen. Das gibt Schwein. Das ist ja wirklich, das ist ja öde. Was machst du? Ja, die Hunde, die sind ein Problem. Wo sind da Tust du jetzt, aber wenn du jetzt was drüber schüttest, dann latschen die Leute wieder durch. Ja. Das wird alles dreckig und dann kann ich es nicht mehr wegwischen, wenn sie da sind. Dann ist es zu. Ja, wenn ich putze ja auch. Ist klar, also das hat sich schon eingebürgert. Putzen kann sich nicht einbürgern. Es hat sich so eingeschlichen. Ergeben, dass du es machst. Ja, genau. Ja. Ergeben hat sich das so. Aber er macht ja andere Sachen. Stimmt's? Genau. Sag mal, was du so machst. Ich mache die Bühne, ich mache das Licht, ich mache den Ton, ich mache die Technik, ich mache die E-Mail-Bestellung, ich mache die Homepage, ich mache die Grafik, den Einlass. Und jetzt schütte ich Wasser auf Hundeexkremente, Hundepisse, Hundekot, Hundelulu, damit sich der Gehsteig verteilt und die Passanten ausrutschen. Jetzt muss Minusgrade hat. Bitte. Ja, und wir machen eine experimentale Kurzfilmreihe. Ja, genau, das ist das Wichtigste. Wir machen eine Miniserie über uns und unser Leben. Oh Gott! Und wie wir hier so auftreten, aber vor allem hinter den Kulissen, Backstage. Ja? Und alles immer gemeinsam, aber vor allem dahinter, weil das ist das, was man am Abend ja nicht so mitkriegt, gell? Wie wir wirklich sind. Ich bin eh immer so, wie ich bin. Ja, aber ich nicht. Ich versuche ja immer freundlich zu sein. Aber bei der Serie muss man nicht, da bin ich überhaupt nicht mehr so. Dann sind wir schonungslos ehrlich, haben wir uns vorgenommen. Total ehrlich. Man will halt jetzt nicht, dass die Eingangstür vollgebrunst ist. Ja, das ist für die Zuschauer nicht sehr einladend. Oh, darf man das überhaupt sagen? Brunzen? Ist das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Brunzen, nein. Kann man ruhig sagen. Aber wegen dem ehrlich, genau das habe ich gesagt. Ich kann vor den Leuten nicht so ehrlich sein, weil ich will ja, dass sie sich wohlfühlen. Und da kann man jetzt nicht einfach so sagen. Das gibt's doch nicht. Ausgerechnet. Kommst du kurz vor der Vorstellung? Ja, genau, es ist kurz vor der Vorstellung. Jetzt kommen gleich die Leute hereinströmen. Wie gesagt, wir treten hier auf seit über 10 Jahren. Nicht in der Küche, auf der Bühne. Die Bühne zeigen wir euch später, das geht jetzt gerade nicht. Und eine Garderobe haben wir noch, aber dort sind wir ja eh nie. Ehrlich gesagt, wir sind immer hier, das ist der Ort. Ganz nasse Füße jetzt. Der stellt sich vor mich hin, ein Riesenköter, klotzt mich an und pisst mir auf die Füße. Wirklich. Widerlich. Er hat dich nicht jetzt angebrummt. Ja, oh ja, sehr wohl. Was machst du da bitte? Was denn? Du sie weg, du kannst doch nicht die Socken da hinhängen. Wieso? Wenn das die Hygiene sieht? Ja, wenn die vom Markt kommt, dann sagen wir machen das nur im Film, wir machen es natürlich nicht in Wirklichkeit, ist doch eh klar. Ach so, okay, ja gut. Gut, wir sagen ja, weil in Wirklichkeit sind wir ja Künstler. Ja, Künstler in einer lausigen Küche. Ja, stimmt. Ja, es ist eh, wir haben uns das halt anders vorgestellt auch, ja. Man hat sich's anders. Wie man noch am Rainer-Seminar war. Oder ja? am Burgtheater. Also ich war am Rainer-Seminar, gell? Ich war am Burgtheater. Muss nicht so genau sein. Na gut, aber es muss schon genau sein. Könnte die Leute interessieren, ja. Ja, da hat man halt sich so, oder Schauspieler, die zusammenleben, so wie Richard Burton und Elisabeth Taylor. Oder Barbara Busso und Albert Fortell. Ja, die auch, aber muss jetzt nicht unbedingt so wie die sein. Wieso? Ja, weil das ist doch so glamourös. Ja, aber die kennt man hier. Ja, aber Die leben noch.
Ja gut, Glaube ich okay, jedenfalls. aber es muss halt so diese Skandale, ja, und diese roten Teppiche und dieser Glamour und das Blitzlichtgewitter und die Alkoholexzesse, herrlich, herrlich. Und dann immer scheiden und wieder zusammen, scheiden lassen, zusammen. Trennung, wieder zusammen. Das ist super, sowas haben wir nicht. Das haben wir alles nicht. Nicht einmal Alkoholexzesse. Und auch kein exotisches Sexualleben. Was soll das sein? Ja, richtig, was soll das sein? Was soll das? Exotisches. Das ist ein Blödsinn. Wovon redest du? Der fängt immer mit so einem Blödsinn an. Das kann ich. Sie haben jetzt Ja, du erzählst du über hast Stars. du die Tür schon aufgemacht? Ja, sie ist offen. So, jetzt sind schon die Leute drin, aber ich schau kurz raus. Ja. So, ich möchte jetzt mal eines klarstellen. Ja? Diese Filme hier, die müssen nicht jedem gefallen, darum geht es überhaupt nicht. Das ist völlig egal. Ja? Das ist einfach nur, das sind Skizzen. Und es gibt kein Konzept. Überhaupt kein Konzept. Es muss nicht perfekt sein. Gut, es ist natürlich, erwarten die Leute natürlich schon einiges. Die Erwartungen sind sehr hoch, nachdem wir so tolle Produktionen hier gemacht haben, technisch ausgereift, dramaturgisch wirklich am letzten Drücker irgendwie alles. Geniale Produktionen, da will man jetzt natürlich auch nicht irgendeinen Käse fabrizieren. Ja, genau. Genau, es ist immer noch nicht. Wollen keinen Schaß machen. Das klingt nie lustig, wenn ich Wieso? Schaß sage. Schaß klingt lustig. Schaß klingt bei mir klingt einfach blöd. Wieso? Wenn der Josef Hader Schaß sagt, muss man lachen, bei mir nicht. Schaß. Also nicht Josef, als Alfred. Nein, ich meine Hader. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall wollen wir nicht es soll aber nicht, muss nicht jedem gefallen, möchte man trotzdem nicht mal sagen. Ja genau, überhaupt nicht, darauf kommt es überhaupt nicht an, weil wir müssen ja nicht dabei sein, wenn Sie es sich anschauen. Gott sei Dank. Anders als hier. Das Ja. ist so eine Belastung. Ja, Ich kriege das immer so mit. Haarscharf, wenn man Ob es den Leuten gefällt oder nicht, das sind doch kein Künstler. Das ist das Schöne. Wir sind nicht dabei, wenn ihr es euch anschaut. Ja, genau. Und es muss Rauchverbot ist trotzdem. ja, bei Ihnen nicht. Sie zu Hause können Sie ruhig rauchen, also wir können Sie ja nicht kontrollieren. Ja, Das war jetzt ein Scherz. Ja. Nein, aber auf jeden Fall muss nicht hinter jedem zweiten Wort eine Pointe kommen. Überhaupt nicht. Das muss ja nicht lustig sein. Was ist schon lustig? Das ist doch alles. Es muss gar nichts müssen überhaupt. Gibt es nicht müssen. Es ist wie es kommt, so kommt. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Genau. Natürlich ist es in Stein gemeißelt. Ja, wir stellen es ja ins Netz, kriegt man ja nicht mehr weg, da muss man schon dazu stehen. Aber es muss nicht perfekt sein. Es geht mehr um den Moment, um den kleinen Witz, den kleinen unscheinbaren, aber doch noch irgendwie wahrnehmbaren Witz, wenn er denn überhaupt da sein sollte. Ja, um den geht es uns. Und es muss nicht perfekt sein. Und dieses kleine Etwas, das kann ganz ungeschminkt daherkommen und im Nachthemd. Ja. Also ich kann aber nicht ungeschminkt. Komm, ich glaube, es geht los. Du musst jetzt, Okay, gut. Also, das war die erste Szene. Ich muss jetzt raus. Die Zuschauer trudeln langsam ein. Jetzt ist gleich irrsinnig hektisch. Ui, ich glaube, ich muss ganz kurz... Pete, was machst du da? Hallo? Was denn? Hör auf, was machst du denn da? Wieso? Man muss ganz extrem einsteigen in so eine Ja, Serie. wieso? Du kannst doch jetzt bitte nicht ins Waschbecken da. Ich kann jetzt nicht mehr nach hinten gehen. Es geht sich nicht mehr aus. Sorry. Ja, aber wenn das die Hygiene sieht, spinnst du? Dann sagen so, wir, das sind jetzt solche künstlerischen Divergenzen, die man nämlich hat, wenn man alles zu zweit macht. Nur zu zweit. Du bist wirklich so arg, wenn die das sehen von den Behörden. Dann sagen wir machen das nicht in Wirklichkeit. Wir machen es nur im Film. Ich kann doch jetzt das nicht jedes Mal sagen. Kann man's, was hast du? Das glauben die mir dann nicht mehr. Was machst du damit? Ja, Das geht sich wieder doch noch aus. Ich bring's nach hinten. nein, nicht, nein! Das erkennen die Zuschauer doch nicht. Die glauben, nein! Das ist eh nicht so. Das ist nicht so. Das ist ja gar nicht so. Das ist total nur gespielt. Das würde er nie machen. Das hat er noch nie. Gut, dass er sich um das von den Hunden kümmert, das ist ja okay. Aber sein eigenes, das hat er wirklich im Griff. Na, das kann man vergessen mit der Serie. Das kann man vergessen. Das können wir gleich ausmachen. Schalten wir das überhaupt aus? Wenn das die Behörden sehen, dann ist alles aus. Aber es ist eh nicht echt. Das ist ja gar nicht so. Ich schwör's, ehrlich, das ist nur Kunst. Wir müssen viel extremer werden. Gut, das interessiert natürlich 90% von unseren Zuschauern nicht, aber dann bleiben immer noch 10%. Und die interessieren mich auch nicht. Das ist unsere Sprechanlage, weil jetzt ist er in der Garderobe. Ich glaube, wir brauchen einen Medienanwalt. Ja, der sich auskennt mit solchen Sachen. Was darf man und was nicht? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja, man darf ja zum Beispiel nicht sagen, Nestle ist scheiße zum Beispiel, darf man nicht sagen. Okay, dann wird man gleich verklagt oder Barbara Karl. Barbara Karlich hat eine Warze, das kann ich auch nicht sagen. Und wahrscheinlich darf man auch nicht öffentlich urinieren. Urinieren, Nestle ist scheiße, urinieren. Vom Mandelbaum zum Auftritt bitte. Ich muss jetzt leider rausgehen, aber das ist immer, das ist wieder
glaube ich, 2 vor 7. Immer kurz vor der Vorstellung ist irgendwas, ja. Ja, ich komme jetzt gleich, gleich kommen die Brötchen. Das ist ein Wahnsinn, also ich muss jetzt raus. Aber das ist alles nur Kunst, gell? Das ist nicht echt.